Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Steuerung eines Fluggerätes mittels spezieller Hardware, wie wir es heute kennen, zum Beispiel im Microsoft Flight Simulator auf einer Spielekonsole, kaum vorstellbar. In diesem Video zeige ich euch mögliche Setups für die Xbox und welchen Baustein ich zusätzlich jetzt noch integriert habe und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Wer meine Inhalte verfolgt, der weiß, es gibt schon zahlreiche Videos zu unterschiedlichster Hardware für PC und Xbox. Gerade zuletzt gab es da beispielsweise von Thrustmaster das TCA Yoke Pack Boeing Edition. Da ich vom gleichen Hersteller auch den T-Flight HOTAS One besitze und die T16000M HOTAS Edition, wurde es für mich Zeit, die T-Flight Rudder Pedals zu ergänzen, die zu den genannten Systemen passen. Alle Videos im Themenbereich Hardware findet ihr im Übrigen auf meinem Kanal im Bereich der Unboxings. Wenn wir uns mit den T-Flight Rudder Pedals beschäftigen, dann sprechen wir hier über den Preiseinstieg und die günstigste Möglichkeit, Pedale in eine Flugsimulation einzubinden. Wer ein wenig vergleicht, kann die Pedale bereits für knapp unter 100 € bekommen. Die Hardware kommt komplett vormontiert, viel umbauen oder abmontieren kann man auch nicht. Lediglich diese Fersenstütze hier lässt sich auf beiden Pedalen entsprechend demontieren, um diese, falls sie störend sein sollte, entfernen zu können. Neben PlayStation und Xbox ist das Ganze selbstverständlich auch mit PC kompatibel. Um die Pedale direkt per USB am PC anzuschließen, liegt ein entsprechender Adapter bei. Am Adapter selbst gibt es dann auch noch eine Umschaltmöglichkeit von einem Flugzeug auf ein Fahrzeugsymbol. Scheinbar lassen sich am PC die Pedale auch in Fahrsimulationen nutzen. Getestet habe ich das allerdings nicht, denn da gibt es weitaus bessere Lösungen. Auf der Rückseite finden wir dann auf die rechte und linke Seite hinaus entsprechende Einkerbungen für die Kabelführung. Außerdem sind Anti-Rutsch-Pads angebracht, um dem Ganzen den nötigen Stand zu verleihen. Also sprich, dass die Pedale am Boot nicht wegrutschen. Was leider komplett fehlt, sind entsprechende Vorbereitungen, um das Ganze irgendwo anzuschrauben. Auf der Vorderseite wird auf beiden Seiten hier symbolisiert, das Ganze mittels Klammern noch irgendwo befestigen zu können. Diese liegen jedoch weder bei, noch wird im Detail darauf eingegangen. Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Breite der Pedale zu verstellen. All das gibt es hier nicht und darf man tatsächlich auch nicht erwarten. Pedale, bei denen das möglich ist, kosten locker das Dreifache. Und so werfen wir jetzt einfach mal einen Blick darauf, in welches Setup ich das speziell für Xbox bei mir zu Hause einbinde. Platziert habe ich die T-Flight Rudder Pedals bei mir direkt unter dem Schreibtisch auf Fliese. Und meine Befürchtungen haben sich tatsächlich in Luft aufgelöst. Ich weiß nicht, wie es Thrustmaster das macht, aber die rutschen überhaupt nicht. Das Kabel, welches ca. 1,80 Meter lang ist, habe ich nach hinten durchgeführt und endet hier oben bereit für den Anschluss. Auf Konsole ist wichtig zu wissen, dass ihr immer ein Zwischengerät benötigt. Der mitgelieferte USB-Adapter ist ausschließlich für den PC gedacht. An Konsole müsst ihr die Pedale über den RJ12-Anschluss an ein lizenziertes Produkt anschließen, welches ihr wiederum dann direkt an die Konsole anschließt. In meinem Fall ist das dann der T-Flight HOTAS One oder das TCA Yoke Pack. Außerdem ist bei mir der Controller an die Xbox angeschlossen sowie Maus und Tastatur. Alle Links zu der an der Xbox angeschlossenen Hardware findet ihr in der Videobeschreibung. Im ersten Beispiel gehe ich auf den T-Flight HOTAS One einmal etwas näher ein. In dieser Zusammenstellung definitiv die günstigste Möglichkeit, um ein HOTAS-System, also eine Schubeinheit, einen Flightstick und Pedale auf Xbox zu kombinieren. Das fest verbaute Verbindungskabel zwischen Schubeinheit und Flightstick lässt sich sauber unter der Funktastatur der Logitech K235 durchführen. Am Flightstick selbst werden dann die Pedale angeschlossen und der Flightstick wiederum dann per USB-Kabel an der Xbox. Die weiße Maus, die ihr hier rechts seht, ist von Logitech die M650L. Auch diese ist direkt an Xbox angeschlossen. Wem eine vollwertige Tastatur dazwischen, also zwischen Schubeinheit und Flightstick, einfach zu breit ist, der kann auch gerne jederzeit eine dieser kleineren Tastaturen, also diese halben Tastaturen anschließen, denn auch dort hat man ausreichende zusätzliche Knöpfe, um Dinge zu konfigurieren. Von der Herangehensweise, für welches Fluggerät ich welche Steuerungseinheit nutze, halte ich es wie folgt. Den Flightstick samt Schubeinheit verwende ich in der Regel immer dann, wenn auch im Flugzeug ein Flightstick entsprechend vorhanden ist, also zum Beispiel bei einem Kampfjet oder auch bei Helikoptern. Ein Steuerhorn kommt dann bei mir beispielsweise zum Einsatz, wenn ich mit einer Cessna unterwegs bin oder mit dem Dreamliner, eben immer dann, wenn ein Steuerhorn auch im Fluggerät vorhanden ist. Der Release des Microsoft Flight Simulator 2020 auf Xbox hat dafür gesorgt, dass nach und nach immer mehr namhafte Hersteller die Umsatzpotenziale auch auf Konsole entdeckt haben.
Einzige kleinere Hürde und die auch natürlich Geld kostet, ist die sogenannte Lizenzierung für die Produkte. Achtet beim Kauf immer darauf, dass der Design for Xbox-Button entsprechend zu erkennen ist. Nur dann ist sichergestellt, dass die Hardware ohne Probleme auf Xbox funktioniert. Das Gute daran ist, auch im Microsoft Flight Simulator 2024, der augenblicklich für den 19. November 2024 angekündigt ist, wird die komplette Hardware, die Design for Xbox gekennzeichnet ist, auch uneingeschränkt funktionieren. Vom Fluggefühl her und rein über das Ausmaß der Flugkontrolle, die man über das Flugzeug hat, sind die Pedale eine super Ergänzung. Es ist auch ein Stück weit vom Fluggerät an sich abhängig, wie ausgeprägt die Auswirkungen der Pedale auf das jeweilige Fluggerät sind. Ich persönlich finde, dass gerade beim Helikopterflug man ganz extrem wahrnimmt, welchen großen Einfluss die Pedale auf das Fluggerät haben und wie präzise und punktgenau sich dann plötzlich Drehungen im Helikopter umsetzen lassen. Und wie erwähnt, das war jetzt alles in Kombination mit dem T-Flight HOTAS One und den T-Flight Rudder Pedals. Eine Kombination, mit der sich alles fliegen lässt auf Xbox und PC und die unter 200 € liegt. Wie vorhin erwähnt, möchten wir uns auch noch das TCA Yoke Pack einmal in Kombination mit den Rudder Pedals ansehen. Das Pack besteht aus dem Steuerhorn und dem Schubhebelquadranten, liegt preislich bei zwischen 400 und 500 € und ist ebenso mit Xbox und PC kompatibel. Zum vorherigen Setup kam hier lediglich noch das Handy in der Mitte in die Aufstellung mit rein, da geht auch ein Tablet drauf, da könnte man beispielsweise Navigraph betreiben. Außerdem kommt hier wieder die kleine Tastatur für entsprechende Kurzbefehle zum Einsatz und auch die Maus ist wieder angeschlossen, sowie der Controller. Wie bereits erwähnt, kommt ein Steuerhorn bei mir dann zum Einsatz, wenn auch das Flugzeug ein entsprechendes Steuerhorn hat, also beispielsweise in einer kleineren Cessna oder wie hier im Dreamliner. Was ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, ich habe in den Einstellungen, also im Menü, in den Steuerungsoptionen des Microsoft Flight Simulators keinerlei Einstellungen verändert. Bevor ich den Flight Simulator gestartet hatte, habe ich den T-Flight HOTAS One angeschlossen, daran die Pedale und dann den Flight Simulator gestartet. Die Pedale wurden sofort erkannt und auch die Achsen und so weiter komplett richtig zugeordnet. Ich musste nichts weiter einstellen. Und während ich vom T-Flight HOTAS One auf das Yoke Pack gewechselt bin, habe ich den Flight Simulator nicht geschlossen, sondern lediglich die Hardware umgebaut und die Rudder Pedals an das Yoke Pack angeschlossen. Und auch dort wurden die Pedale sofort richtig zugeordnet und perfekt erkannt. Also da muss ich sagen, das hatte ich so ehrlich gesagt noch nicht. Das war echtes Plug and Play. Ich weiß nicht, wie es Rustbuster das hinbekommt, aber da können sich andere eine Scheibe von abschneiden. Wenn wir jetzt hier gleich starten, und ich meine, der Dreamliner ist jetzt nicht unbedingt ein kleines Flugzeug, ist auch wieder sehr schön zu beobachten, wie empfindlich und sensibel die Maschine auf die Pedale reagiert.
Wer pedalmäßig seitens Thrustmaster bei den Ruderpedalen noch einen drauflegen möchte, dem sind die Thrustmaster Pendula Rudder Pedals zu empfehlen. Diese kosten allerdings mit über 400 € deutlich mehr. Und dann gibt es zum Beispiel noch die TCA Captain Pack X Airbus Edition. Wer kommt eigentlich immer auf diese Namen? Nur falls jemand auf den T-Flight HOTAS One noch einen draufsetzen möchte. Alles ist selbstverständlich auch voll mit Xbox kompatibel und wer weiß, vielleicht habe ich das ein oder andere irgendwann mal hier noch bei mir auf dem Kanal. Sollten Fragen oder Ergänzungen offen bleiben, nutzt bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.